Detektiv Jones war in die Kunstgalerie gerufen worden, in der ein wertvolles Gemälde gestohlen worden war. Es handelte sich um ein Werk namens »Die blaue Rose«, das Millionen von Dollar wert war und erst seit einer Woche ausgestellt war. Der Besitzer der Galerie, Mr. Smith, war völlig aufgelöst. Er erklärte Jones, dass der Dieb seine Abwesenheit während der Mittagspause ausgenutzt habe, um sich durch die Hintertür hineinzuschleichen und das Gemälde zu stehlen. »Hallo, ich bin Detektiv Jones. Ich bin hier, um den Diebstahl des Gemäldes zu untersuchen. Können Sie mir sagen, wann Sie die Galerie verlassen haben und wann Sie zurückgekehrt sind?« fragte Jones, als er die Galerie betrat. »Hallo, Detektiv. Ich bin Mr. Smith, der Besitzer der Galerie. Ich bin erschüttert von dem, was passiert ist. Es ist ein sehr wertvolles und unersetzbares Gemälde. Ich habe es vor einem Monat bei einer Auktion gekauft und wollte es der Öffentlichkeit zeigen. Ich verstehe nicht, wie jemand es mir stehlen konnte. Ich bin um 12 Uhr mittags gegangen, wie an jedem Tag. Ich kam um 13 Uhr zurück und dann sah ich, dass das Gemälde weg war«, sagte Mr. Smith, die Hände wringend. Jones untersuchte den Tatort sorgfältig. Er fand keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen oder Fingerabdrücke. Er bemerkte, dass das Gemälde an einer Wand aufgehängt war, die auf ein großes Fenster mit Blick auf die belebte Straße führte. Er fragte sich, wie der Dieb unbemerkt geblieben sein konnte. Er fragte Mr. Smith, ob noch jemand Zugang zur Galerie hatte, und er erfuhr, dass nur seine Assistentin, Frau Marie, einen Ersatzschlüssel hatte. Mr. Smith versicherte ihm, dass Frau Marie eine sehr seriöse und ehrliche Frau war, die schon seit Jahren für ihn arbeitete. Jones entschied sich, Frau Marie zu befragen, die im Büro auf ihn wartete. Sie sah nervös und verängstigt aus. Sie sagte Jones, dass sie um 12 Uhr mittags zum Einkaufen gegangen sei und um 13:30 Uhr zurückgekehrt sei, als sie entdeckte, dass das Gemälde verschwunden war. Sie sagte, sie habe keine Ahnung, wer es genommen haben könnte oder wie es passiert sei. Jones hatte Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit. »Frau Marie, ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wo waren Sie zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr? Nun, ich bin um 12 Uhr zum Einkaufen gegangen. Ich musste Lebensmittel kaufen, Rechnungen bezahlen und eine Buchhandlung besuchen. Ich kam um 13:30 Uhr zurück und dann sah ich, dass das Gemälde verschwunden war. Ich konnte es nicht fassen. Und haben Sie die Quittungen für Ihre Einkäufe?« fragte Jones, als er sich vor ihr hinsetzte. Ja, ich habe die Quittungen. Hier, sie sind in dieser Mappe«, sagte Frau Marie und gab ihm eine Mappe mit mehreren Papieren. Jones nahm die Mappe aus den zitternden Händen von Frau Marie und begann, die Quittungen mit größter Sorgfalt zu prüfen. Die Einkäufe schienen mit dem übereinzustimmen, was sie beschrieben hatte. Doch trotz der offensichtlichen Konsistenz der Beweise hatte Jones das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Seine Erfahrung als Detektiv sagte ihm, dass er auf sein Bauchgefühl hören sollte. »Frau Marie, verstehen Sie, dass ich in dieser Angelegenheit sehr sorgfältig sein muss. Können Sie mir sagen, ob jemand Sie gesehen hat, während Sie einkaufen waren?« fragte Jones und beobachtete jede Mikroexpression im Gesicht von Frau Marie. Frau Marie schien zu zögern, bevor sie antwortete:
Nun, ich erinnere mich nicht wirklich. Ich war beschäftigt, von einem Ort zum anderen zu rennen, um sicherzustellen, dass ich alles schnell kaufte. Ich glaube nicht, dass mir jemand speziell gefolgt oder mich beobachtet hat, sagte sie mit unsicherer Stimme, als ob sie versuchte, ihre Erinnerungen in einem Strom verwirrter Emotionen zusammenzusetzen. Jones fühlte die Notwendigkeit, weiter zu graben. Vorsichtig nahm er sein Handy heraus und zeigte ihr mit einer selbstbewussten Geste ein Bild, das von einer Außensicherheitskamera der Buchhandlung aufgenommen worden war, die sie angeblich besucht hatte. »Frau Marie, schauen Sie sich dieses Bild an. Sieht es nach Ihnen aus?« fragte er und beobachtete ihre Reaktion aufmerksam. Frau Marie wurde blass, als sie das Foto betrachtete. Es war in der Tat sie, aber sie war von einem Mann begleitet, der eine Mütze trug und nervös um sich blickte. »Wer ist dieser Mann mit Ihnen? Und warum haben Sie seine Anwesenheit nicht erwähnt?« fragte Jones in einem strengen Ton, der wenig Raum für Zweifel ließ. Frau Marie senkte den Kopf, sichtbar gefangen in der unwiderlegbaren Beweislage. Nach einem Moment angespannter Stille gab sie schließlich zu. »Dieser Mann ist mein Bruder. Er steckt momentan in einer schwierigen Lage und brauchte Geld. Er hat mich angefleht, ihm zu helfen. Ich wollte es Ihnen nicht sagen, aus Angst, es könnte die Sache komplizieren.« Jones' ernster Blick wankte nicht. »Sie verstehen, dass Ihre Verbindung zum Dieb die Sache kompliziert. Wo ist Ihr Bruder jetzt und wo ist das Gemälde?« fragte er mit ruhiger, aber entschlossener Stimme. Frau Marie seufzte tief und gestand, dass ihr Bruder in den Diebstahl des Gemäldes verwickelt war. Sie verriet dann den Ort, an dem ihr Bruder und der Hehler sich treffen sollten. Als sie die Bedeutung dieser Information erkannte, griff Jones sofort zum Telefon und rief nach Unterstützung, um die Verdächtigen zu fassen. Die Polizei traf schnell am Tatort ein und konnte mit Jones' Hilfe die blaue Rose noch rechtzeitig retten, bevor sie verkauft wurde. Frau Marie und ihr Bruder wurden wegen Beihilfe zum Diebstahl verhaftet. Dank der Raffinesse von Detektiv Jones entging kein einziges Detail bei der Untersuchung des verschwundenen Gemäldes. Die Galerie fand schließlich ihr wertvolles Meisterwerk wieder. Und Mr. Smith drückte seine Dankbarkeit gegenüber dem Detektiv aus, dass er dieses künstlerische Rätsel gelöst hatte.